willst du, Felix? Sag die Tournee ab. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ich kann dir nicht mehr vertrauen, Carla. Deswegen entlasse ich dich als Chefin der Holding. Und jetzt geh mir aus den Augen, am liebsten würde ich dich nicht wiedersehen. Vater, ich wollte dich nicht hintergehen. Das hast du aber, Carla. Du weißt genau, wie ich zu Leonhard stehe. Und ich hatte gehofft, dass du das respektierst. Und du wirst verstehen, dass ich dir unter diesen Umständen die Leitung der Holding nicht mehr anvertrauen kann. Und will. Mir geht es doch nicht um den Posten. Der ist mir egal. Dann dürfte dir meine Entscheidung ja nicht allzu viel ausmachen. Ich habe Leonhard von deiner Krankheit erzählt, weil ich dich liebe. Weil ich nicht mit ansehen kann, wie du dich deinem Schicksal einfach ergibst. Du hast dich seit der Diagnose von Dr. Bentheim nie wieder richtig untersuchen lassen. Du hast Leonhard gegen meinen ausdrücklichen Wunsch in Familieninterne eingeweiht, Carla. Vater, bitte. Ich dachte, ich könnte mich auf dich verlassen. Hätte in dir eine Stütze in den letzten Tagen, Wochen meines Lebens. Aber du hast mich getäuscht und enttäuscht. Warum hast du mir das angetan, Carla? Vater. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich warte immer noch auf die Antwort. Felix, Sagst du die Tournee ab? Okay. Verstehe. Deine Karriere ist dir natürlich wichtiger als ich. das stimmt nicht. Felix, du bist mir am wichtigsten. Unsere Beziehung. Und wenn ich mir vorstelle, von einem Termin zum nächsten zu hetzen und jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein, das geht gar nicht. Heißt das, du cancelst die Partys? Im Ernst? So, Herr Mann. Hier kommt Ihr Mittagessen. Ich habe keinen Hunger. Oberschwester, könnte es sein, dass Ihrem Patienten hier die Zuwendung des weiblichen Personals fehlt? Ich glaube, Herr Mann kann es kaum erwarten, dass ich das Zimmer wieder verlasse. Ich wünsche Ihnen trotzdem guten Appetit. Die war doch gar nicht schlecht. Willst du den Fraß? Um Gottes Willen. Aber wenn das Essen hier so schlecht ist, dann lass doch einfach deine Kontakte spielen. Ich dachte da an Max. Vielleicht kann sie dich ja bekochen. Immerhin ist sie eine der besten Köchinnen der Stadt. Ich kenne keine Max. Die lässt sich hier nicht mehr blicken und vergnügt sich mit meinem Geschäftspartner. Was? Mit Beinbach? Woher hast du das denn? Und einer Verlobten. Also so einen schlechten Geschmack hätte ich Ihnen wirklich nicht zugetraut. Glaubst du ich? Ja, aber natürlich haben Sie vielen Dank. Ich melde mich wieder. Ja. Armleuchter. In diesem Business darf man keinen trauen. Aber mein Kontakt in Hamburg, der ist vielversprechend. Und was ist mit Beinbach eher? Ja, sollen wir ohne Hubschrauber fliegen? Ihr wollt ja keinen neuen Hubschrauber kaufen? Wovon denn? Vom Geld der Versicherung. Am Ende zahlt er eh keine.
Das heißt, Gregor ist arbeitslos, wenn er aus dem Krankenhaus kommt? Und seine Jobperspektiven, die sind ganz schlecht. Also ich möchte nicht in seine Haut stecken. Und ich bin schuld. Ach, Unsinn. Jetzt hören wir mal zu. Der Techniker, der hätte mir persönlich sagen müssen, wenn er dem Hubschrauber Flugverbot erteilt. Das war sein Fehler. Na super. Frau Kepler ist doch bestimmt mittlerweile Profi im Plätzchen verstecken, oder? Tja, aber ich bin Profi im Plätzchen finden. Carla, ist irgendwas mit Johannes? Ja. Aber das erklärt dir dein Bruder bestimmt sehr gern. War dein Gespräch mit Vater so schlimm? Oh nein, das war toll. Konstruktiv, fruchtbar. Jetzt hast du endlich, was du wolltest. Du hast gewonnen, Bruder. Vater hat mich abgesetzt. Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Deine gespielte Betroffenheit kannst du dir sparen. Was ist denn hier los? Ach, weißt du, wenn Carla einen Fehler macht, dann sind es immer die anderen. Ich denke mal, wir müssen ihr einfach Zeit geben, sich an die Fakten zu gewöhnen. Was willst du denn eigentlich in der Karibik? Ja, was wohl? Das komplette Romantikprogramm für eine wunderschöne Frau. Frühstück im Bett mit Blick aufs Meer, einsame Buchten, die nur Vanessa und mir gehören. Mehr verliebt geht nicht. Hoffentlich geht es nicht nur dir so. Vanessa ist genauso verliebt. Bei so einem spendablen Liebhaber? Lukas hat sich geändert. Felix, zum wievielten Mal? Ernsthaft? Sie will mit mir zusammen sein. Sie hört auf mit diesen Partys und sagt die Tournee ab. Hallo, Maus. Na, neues Party-Outfit? Dad, ich muss mit dir über die Tournee reden. Stopp. Ich zuerst. Bitte. Hör zu, du hast keine Ahnung, wie sie sich alle um dich reißen. Ich habe einen Mega-Deal für dich klargemacht. In der Glamour und Style bekommst du das Titelbild. Und jetzt, halt dich fest, der absolute Top-Designer Sergio Giorgini, der will die ganze Fotostrecke mit dir machen. Das ist ja der Hammer. Engelchen, ich bring dich ganz groß raus. So, und was wolltest du mir jetzt eigentlich sagen? Gregor, die sind aus meiner Lieblingsschokolaterie in Belgien. Ich habe fast die ganze Stadt abgesucht, um sie zu bekommen. Das ist wirklich sehr nett. Vielleicht esse ich später welche. Sie müssen wieder gesund werden. Daran müssen Sie fest glauben. Und dann? Mein Hubschrauber ist Schrott. Dafür wird sich eine Lösung finden. Max hat sich anderweitig orientiert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt für Frauen... Aber für Bernd von Beinbach. Die beiden sind doch seit neuestem ein Paar. Sagen Sie nicht, Sie wissen das nicht. Nein! Und ich, Idiot, mache ja auch noch so eine beknackte Liebeserklärung. Das wird sich alles klären. Du weißt ja, Vater wollte auf keinen Fall, dass Leonard erfährt, wie krank er ist. Aber ich habe nie verstanden, warum. Er ist sein Sohn, Ja, der ihm die Frau ausgespannt hat und mit der auch noch ein Kind kriegt. Glaub mir, Carla ist selbst schuld, dass sie aus der Holding geflogen ist. Ich hätte nie gedacht, dass sie ihm so in den Rücken fällt. Unsere Schwester hat sich schon ganz andere Sachen geleistet. Und unser feiner Bruder Leonard ist genau dasselbe Kaliber. Ich könnte dir Sachen über die beiden erzählen. Dann tu es doch. Wie bitte? Warum redet denn keiner mit mir über die wichtigen Sachen? Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Wenn es dich beruhigt. Ich weiß auch erst seit gestern von Carla und Leonards Alleingang. Weißt du, Konstantin, wichtig ist, dass wir Vaters Wünsche respektieren. Wenn wir beide zusammenhalten, haben die anderen keine Chance. Also Engelchen, auf dich kann man einfach nur stolz sein. Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen. Für eine Talkshow bist du auch schon vorgesehen. Dad, das reicht.
Ich sag die Tour ab. Was? Ja. Meine Entscheidung steht fest. Warte, langsam. Du willst... Ja, warum das denn? Wegen Felix. Felix? Wir sind wieder zusammen und glücklich. Was willst du denn von diesem Versager? Ich weiß, dir wäre keiner meiner Freunde recht. Also gut. Du hast dich für Felix entschieden und ich? Ich akzeptiere das. Aber was ist in 4 Wochen, wenn die große Liebe zerplatzt ist? Mittlerweile haben wir da einige Erfahrungswerte. Diesmal wird alles anders. Vanessa, du stehst am Anfang einer großen Karriere. Dad. Nach der Tour bist du unabhängig. Du hast dein eigenes Geld. Du kannst machen, was du willst. Du könntest durch die ganze Welt chatten. In den teuersten Hotels wohnen. London, Paris, New York, Cannes. Sicher, aber... Und wie soll dein Leben aussehen mit Felix? In ein paar Jahren wohnst du in einem netten kleinen Eigenheim mit 2 schreienden Belgern. Und dein Felix, der kommt immer später nach Hause, weil er mit seiner Sekretärin Überstunden macht. Soll ich mal fragen, ob in Gregors Zimmer noch ein Bett frei ist? Dann könntet ihr gemeinsam an die Decke starren. Du warst bei ihm? Wie geht es ihm? Schlecht. Besonders seit er weiß, dass du mit Bernd liiert bist. Da müssen wohl einige Leute was falsch verstanden haben. Zum Beispiel Natalie. Du hast hoffentlich geklärt, dass an dem Gerücht nichts dran ist, oder? Ist es wirklich ein Gerücht? Ja, glaubst du wirklich, ich will was von Bernd? In deinem Alter experimentiert man gern. Du gehst jetzt ins Krankenhaus und redest mit Gregor. Mimi, ich kann nicht. Doch, du kannst. Wird denn dieser kleine Zwischenfall die Arbeit von Carla in der Holding beeinflussen? Sie waren immerhin ein wichtiger Mentor und Ratgeber für Sie. Charlie, ich habe Carla entlassen. Was? Wie soll ich sie zu meiner Nachfolgerin machen, wenn ich ihr nicht vertrauen kann? Ja, aber wen stellen Sie sich als künftigen Leiter der Holding vor? Als unsere Familie Carla zur Nachfolgerin der Holding berufen hat, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass dieses Thema vom Tisch sei. Ach, Charlie. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich diese Holding schon verflucht habe. Oh, doch, das kann ich mir vorstellen. Diese Holding hat die ganze Familie zerstört. Am liebsten würde ich manchmal den ganzen Laden hinschmeißen. Das Beste, was unser Keller zu bieten hat. Ich hoffe, er ist nach Ihrem Geschmack, gnädigste. Gibt's was zu feiern? Na, vielleicht meinen Aufstieg in unserem kleinen Familienunternehmen. Ja, Carla bekommt einen netten Platz in der Galerie unserer ehemaligen Mitarbeiter und Vater ist wohl kaum in der Lage, die Holding allein zu leiten. Carla leitet nicht mehr die Holding? Ganz richtig. Vater hat sie abserviert. Und morgen um diese Uhrzeit bin ich der neue Chef der Holding. Findest du es nicht ein bisschen geschmacklos, auf Carlas Rauswurf anzustoßen? Gut, wenn es dein Gewissen beruhigt, ich werde schon eine nette Position für Carla in der Holding finden, okay? Ja, freust du dich gar nicht für mich? Doch, doch, klar. Trotzdem, Carla ist bestimmt nicht gut drauf. Dass ihr Frauen immer so furchtbar mitfühlend sein müsst. Also schön. Wenn du aus Gewissensgründen nicht auf meinen kleinen Karrieresprung trinken willst, trinken wir doch einfach darauf, dass Vater mir endlich vertraut. Wurde ja auch Zeit. Okay, ich sehe schon. Noch immer nicht in Feierlaune, ja? Dann trinken wir vielleicht einfach auf unsere rosige Zukunft? Felix und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Vor allem du. Hey, als Robin und ich noch nicht zusammen waren, da haben wir auch in total unterschiedlichen Welten gelebt. Und trotzdem hat's funktioniert. Weißt du, ich will mich ja auch für Felix ändern.
fragt sich nur, was er noch alles von mir erwartet und ob ich es erfüllen kann. Hi. Hi. Hast du shoppen? Der totale Nahkampf. Lust auf einen Tee bei uns? Ja, das war der Plan. Pass auf, du findest ganz von alleine heraus, was du für Felix aufgeben willst und was nicht. Du bist wieder mit Felix zusammen? Vielen Dank, Coco. Wir waren gerade beim Thema Kompromisse in einer Beziehung. Kompromisse? Dieses Wort existiert doch gar nicht in deinem Wortschatz. Vanessa macht dir doch nichts vor. Felix musste immer schon nach deiner Pfeife tanzen. Das stimmt nicht. Doch. Du denkst einfach immer nur an dich. Möchtest du meine Prognose hören? Nein. 2 Wochen. Länger hält es Felix mit dir nicht aus. Ist doch wahr, Vanessa ist und bleibt eine Egoistin. Du brauchst vielleicht einen Manager, aber bestimmt keinen Partner. Tee? Dieses Frühstück würde ich mir nicht entgehen lassen. Bitte, dann schlagen Sie doch zu. Das ist nicht Zweck der Übung. Schwester Andrea, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Das Bett ist eine Katastrophe. Der Verband juckt und ich will nichts essen. Da wird aber Ihre Privatköchin sehr enttäuscht sein. Müssen Sie nicht zum nächsten Patienten? Wie schmecken dir meine Brioche? Ich bin hier noch auf einen Passus in diesem Vertrag gestoßen. Dazu würde ich sehr gerne noch mal Ihre Meinung hören. Ja, ich sehe mir das gleich an, Frau Brandner. Was machen Sie im Büro Ihrer Schwester? Ich werde Sie sofort benachrichtigen. Das ist sehr freundlich, aber unnötig. Ich befasse mich ja ohnehin gerade quasi mit der Übergabe. Bitte? Ja, ganz recht. Meine Schwester arbeitet nicht mehr in unserem Haus. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Nun, unter anderem deshalb, weil mein Vater der Meinung war, dass sie mit einem derartig verantwortungsvollen Posten überfordert ist. Legen Sie mir die Akten noch einfach dahin, ja? Ich rufe Sie, wenn ich sie brauche. Ach, und machen Sie mir doch bitte einen Kaffee. Keine Milch, viel Zucker. Danke. Tut mir leid, aber das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Tja, ja, ja. Vater. Ansgar, was machst du in Carlas Büro? Ich wollte mir gerade hier diese Akte holen. Gut, dass ich dich treffe. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Ja, natürlich. Jederzeit. Und jetzt gibt's eine Überraschung. Felix. Augen zu. So. Augen auf. Was ist das denn? Eine kleine Entschädigung für deine abgesagte Tournee. Los, mach schon auf. Vier Wochen Bahamas? Das ist der Wahnsinn. Freust du dich? Wenigstens musst du nicht mehr auf der Intensivstation liegen. Hast du mich deswegen nicht mehr besucht? Quatsch. Oder hattest du so viele Termine? Spaziergänge am Rhein? Bummeln über den Weihnachtsmarkt? Ja, ich habe schon von dem Gerücht gehört. Gerücht? Passt doch alles. Ich lieg hier blöd im Krankenhaus rum und Beinbach hat freie Bahn. Hör mir doch erst mal zu. Ich hatte nie was mit Bernd und werde auch nichts mit ihm haben. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja, das ist natürlich eine sehr unangenehme Entscheidung, insbesondere für Carla. Aber ich kann sie nachvollziehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es mit der Firma weitergeht. Allerdings.
Ich ertrage es nicht länger, dass die Holding immer und immer wieder für Streit und Zwietracht in der Familie sorgt. Besonders unter euch Geschwistern. Ja, das ist in der Tat nicht sehr angenehm. Und sicherlich wirst du nachvollziehen können, dass ich mich in den letzten Wochen bzw. Monaten meines Lebens nicht mit geschäftlichen Dingen herumschlagen will. Ja, natürlich. Wir müssen dir da so viel wie es geht abnehmen. Ich sollte mich vollständig von dieser Last befreien. Und deshalb habe ich einen Entschluss gefasst, der dich wahrscheinlich überraschen wird. Ich werde die Holding verkaufen. Ich habe mich genau informiert. Wir können einen Tauchschein machen. Die Korallenriffs sind der Hammer, ja? Millionen bunte Fische. Und mittendrin eine wunderschöne Meerjungfrau. Der Termin war okay für dich, oder? Alles klar. Ja, von Beinbach hier. Können Sie mich mit Frau Hofmann verbinden? Genau, ich wollte die Buchung festmachen. Alles klar, ich warte. Felix, ich liebe dich wirklich. Das musst du mir glauben. Ja. Deswegen fliegen wir beide jetzt erstmal in die Sonne. Wir können die Reise nicht machen. Wieso? Draußen ist es saukalt und wir beide sind frisch verliebt. Ich muss die Tour durchziehen. Was? Aber du hast doch gesagt, dass du das... Ja. Ich kann die Tour nicht absagen. Ich könnte mich natürlich auf eigenes Risiko entlassen. Gregor, bitte. Ich muss den Shuttle-Service wieder aufbauen. Dazu müssen sich die Versicherungen aber erstmal einigen. Und anscheinend ist das nicht so einfach. Ich muss erstmal einen neuen Hubschrauber suchen, aber dann kann ich es kaum erwarten, die Stadt wieder von oben zu sehen. Du kannst wohl nicht ohne deine Fliegerei leben, was? Nicht ohne Luft und nicht ohne Liebe. Ich hab nicht gedacht, dass so ein Spruch mal auf mich zutreffen würde. Ja, ich muss da mal wieder los. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Was für eine Antwort? Ich habe dir gesagt, was ich für